Felix Breisach, wie hast du Nikolaus und Alice Harnoncourt kennengelernt? Ich habe zuerst eigentlich den Nikolaus Harnoncourt kennengelernt. Ich war eingeladen vom ZDF, eine Fernsehübertragung zu machen, Nozze de Figaro im Opernhaus in Zürich. Da hat inszeniert der Jürgen Flimm, der sehr viel mit dem Nikolaus Harnoncourt gemacht hat. Und meine erste Begegnung mit Nikolaus Harnoncourt war insofern eine ganz lustige, weil es mit Jürgen Flimm einen kleinen Disput gab, was das Licht seiner Inszenierung betroffen hat. Die war nämlich fürs Fernsehen einfach zu wenig. Es war Anfang der 90er Jahre. Und ich wollte das mit Jürgen Flimm diskutieren, was in einem Schrei, in einem Beschimpfen meinerseits, also er hat mich beschimpft, geendet hat. Daneben saß Nikolaus Harnoncourt und neben mir stand Alexander Pereira, der damals der Intendant in Zürich war. Und der Nikolaus Harnoncourt hat sich das vielleicht 3-4 Minuten angehört. Der Flimm hat so wahnsinnig geschrien mit mir. Ich musste immer ein bisschen grinsen, was nicht zuträglich war, weil der Flimm ist, glaube ich, immer deswegen noch lauter und lauter geworden. Irgendwann einmal ist Nikolaus Harnoncourt aufgestanden und hat gesagt, so, das reicht mir jetzt, und ist weggegangen. Und ich habe gar nichts gesagt, weil dann Alexander Pereira noch zum Schreien begonnen hat. Dann sind Flimm und Pereira in die entgegengesetzten Richtungen aus dem Haus hinaus, also aus dem Zuschauerraum hinaus im Opernhaus. Und ich bin allein übrig geblieben. Das war meine erste Begegnung mit Nikolaus Harnoncourt. Habe dann dort die Fernsehübertragung gemacht und da ich immer als Fernsehregisseur zu den Dirigenten gegangen bin, nach der Vorstellung meistens, manchmal auch schon davor, um erstens mal Grüß Gott zu sagen und zweitens auch zu hören, wie sie selbst die Vorstellungen gefunden haben. Das war für uns wichtig zu wissen, weil wir, wenn wir nicht live gesendet haben, ja fast immer damals noch 3 Vorstellungen aufgezeichnet haben und dann musikalisch es dann so sozusagen repariert haben, unter Anführungszeichen, wie vor allem die Dirigenten sich das gewünscht und vorgestellt haben. Das war ein wichtiger Arbeitsschritt, weil am Ende des Tages sollte nicht nur der Regisseur, also in dem Fall der Jürgen Flimm, zufrieden sein, sondern natürlich auch und besonders der Dirigent. Das war eigentlich der Maßstab für uns. Und insofern waren dann sozusagen Besuche in der Garderobe bei ihm, wo dann immer seine Frau, die Alice, die Türe aufgemacht hat und gesagt hat, kommen Sie herein, jetzt ist er soweit. Das waren so meine ersten Begegnungen, die ich mit ihm gehabt habe. Und dann, das war ja auch eine besondere Eigenschaft der Harnoncourts, die haben sich ja die Dinge immer angeschaut. Und es gibt nicht so viele, die das machen. Die sind dann oft auch zu faul dazu. Und von den Harnoncourts habe ich dann auch immer quasi Nachricht bekommen. Also entweder, dass Alice Harnoncourt mich angerufen hat und gesagt hat, das fanden mein Mann und ich sehr schön. Das ist ihnen gut gelungen. Da hätten wir uns vielleicht etwas anderes gewünscht. So, und da gab es so einen kleinen Diskurs darüber. Und so ist im Laufe der Jahre, ich glaube, dass ich das sagen darf, ein großes Vertrauen entstanden. Ich habe ja auch einige Dokumentarfilme mit ihm gemacht, wo ich immer praktisch freien Zugang hatte, auch zu privaten Dingen. Und sie konnten sich immer sicher sein, und ich glaube, sie waren sich auch sicher, dass das in mich gesetzte Vertrauen sozusagen nie missbraucht wurde. Und daran habe ich mich auch Zeit meines Lebens in meiner Zusammenarbeit mit ihm auch gehalten.
Also insofern habe ich erzähle immer gerne, ich habe, was meine musikalische Bildung betrifft, 2 Lehrer gehabt. Der eine war Nikolaus Harnoncourt und der andere war Pierre Boulez. Was ich auch gerne erzähle, ist, es hätte keine besseren geben können. Vor allem Boulez fürs 20. Jahrhundert, mit dem ich auch viel gemacht habe und auch einige Filme mit ihm gemacht habe. Und alles, was davor ist mit Nikolaus Harnoncourt. Und das, was ich über Musik heute weiß, weiß ich eigentlich von ihm. Und insofern war der natürlich ein ganz wichtiger Mensch für mich, also auch künstlerisch ein ganz wichtiger Mensch, weil ich ja auch als Fernsehregisseur mindestens schon 3 Wochen in den Proben gesessen bin. Also überhaupt, wie ich angefangen habe, mich dieser Tätigkeit der Opernübertragung oder Konzertübertragung zu widmen, bin ich immer in die Proben gegangen, auch weil ich das Repertoire lernen musste. Also ich musste die Oper lernen. Und für mich war immer also einerseits wichtig zu wissen, was will der Regisseur erzählen, dafür bin ich da, dass ich das übertrage sozusagen auf den Fernsehschirm und nicht dort im Fernsehen meine eigene Inszenierung mache. Das war das eine. Und das zweite ist, dass es natürlich musikalisch auch wichtig war für mich zu verstehen, worauf der Dirigent oder in diesem Fall der Nikolaus Harnoncourt besonders Wert legt. Und die Probenarbeiten, da dabei sein zu können, das war mein Studium. Das war ich bin mir manchmal so vorgekommen wie ein Kind im Paradies, wo man sich denkt, die machen das jetzt alles für mich. Was natürlich nicht stimmt, ja, aber irgendwie war das so das Gefühl, dass ich auch ein Privileg natürlich gehabt habe, da dabei sein zu können und auch sozusagen miterleben zu können, wie die Kommunikation zwischen Dirigent, Orchester und Bühne funktioniert. Das waren schon extrem wertvollste Stunden, die ich gehabt habe und ziemlich wichtig nicht nur für mein berufliches Leben, sondern überhaupt für mein Leben und für meinen Werdegang. Er hat also dein Leben geprägt, würdest du sagen? In dem Sinn, in dem ich das erzählt habe, ja, also musikalisch würde ich sagen, hat er das stark geprägt. Es ist auch seit seinem Tod und seitdem es sozusagen nicht mehr die Möglichkeit gibt, in Vorstellungen von ihm zu gehen, ist es für mich echt kompliziert, mir von jemandem anderen noch einen Mozart anzuhören. Ich kann das nicht anders sagen, ja, weil ich das immer, also ich trage da so viele Momente in mir, die ich nach wie vor als den Maßstab bezeichne, den er halt für mich hat. Ja, es ist natürlich immer ein subjektives Erleben und aber im Grunde hat das schon ist das für mich jetzt heute schon ziemlich schwierig, dass ich noch in die Oper gehe. Gehst du? Gelegentlich lasse ich mich von meiner Frau noch überreden und bin dann manchmal angefressen, dass ich drin war. Dieses gegenseitige Verständnis für die Arbeit des anderen führte also dann immer wieder zu einer weiteren Zusammenarbeit. Die Harnoncourts haben dich wahrscheinlich vorgeschlagen, als Filmer einzuladen. Oder wie ging diese Kette dann immer weiter? Naja, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, dass das, also die Harnoncourts würde ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube, dass das die Alice immer war. Ich hatte mit Alice Harnoncourt ein sehr gutes Verständnis.
ich glaube, dass die Außenwelt sozusagen wahrgenommen hat, dass ich geschätzt werde von den Harnoncourts und dass sie mit meiner Arbeit immer zufrieden waren. Und ich glaube, dass dann die Außenwelt quasi, also was weiß ich, die Sender oder so, dann quasi schon fast selbstständig zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, ob ich das gerne machen würde. Es war auch bei den wunderbaren Dokumentarfilmen, die ich über ihn gemacht habe. Es sind so diese Momente, wo man einen Menschen vor der Optik hat, wo ich immer eine Antwort bekommen habe. Und das ist nicht so oft passiert, dass man eine Antwort bekommt. Ja? Und das fand ich bei ihm eigentlich immer das Tollste. Ja? Und ich habe auch nie gewusst, was er sagen wird. Also er war jetzt nicht der Mensch, der mit so Stereotypen dahergekommen ist, die man schon 10-mal gehört hat. Wenn man zu ihm einen Zugang gefunden hat, glaube ich, und so ein Grundvertrauen da war, oder Alice gesagt hat, Nikolaus, das ist in Ordnung. Ja? Ich glaube, dass es das war. Alice ist auch immer hinter ihm gesessen, so ganz am Rand vom Bild, so dass sie gerade nicht drinnen war, und hat sehr oft gestrickt. Hat aber immer mitgehört. Und wenn das Interview dann zu Ende war, hat er immer so nach hinten geschaut zu ihr und sie hat gesagt, Niki, ja, das war sehr gut. Und damit war sozusagen der Segen gegeben, dass man das Interview weiterverwenden durfte und so. Und sie haben auch immer angerufen, also auch bei den Dokumentarfilmen oder Karten geschrieben oder manchmal habe ich sogar einen Brief bekommen, wie gut oder wie schön sie die Arbeit zu diesem oder jenem Projekt gefunden haben. Ich habe ja dann auch über den Concentus einen Film gemacht zum 50-jährigen Bestehen und habe natürlich mit dem Concentus natürlich in Steins oder sonst wo auf dieser Welt viel gedreht. Ich war mit dem Nikolaus Harnoncourt auch in Amsterdam und habe mit ihm gedreht, wie er das Konzertgebäude dirigiert hat mit dem Rudi Buchbinder zusammen. Es war irgendein Klavierkonzert. Ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht war es Brahms, aber das weiß ich jetzt nicht genau mehr. Ich war mit ihm bei den Berliner Philharmonikern. Das war ein Strauss-Programm, da kann ich mich noch gut erinnern dran. Da gab es übrigens eine ganz interessante, lustige Anekdote dazu. Es war, glaube ich, die einzige Reise, die Nikolaus Harnoncourt allein gemacht hat, weil Alice Harnoncourt, glaube ich, mit einem gebrochenen Fuß oder irgend sowas zu Hause geblieben ist. Und der damalige Manager eines der Labels, wo er gerade unter Vertrag war, ich weiß nicht, ob das Teldec war oder ob das gerade im Wechsel war, das kann ich mich nicht mehr genau erinnern, hat mir gesagt, er muss jetzt mit dem Nikolaus mitgehen ins Hotel, weil er muss die Hotelrechnung bezahlen und er weiß aber nicht, wie eine Kreditkarte funktioniert. Ja. Wir kennen das alle, ja, also ohne Alice war Nikolaus quasi nur 50%, das muss man irgendwie so sagen. Ja? Also sozusagen den ganzen täglichen Dings oder auch telefonieren oder solche Dinge. Es gibt ja, ich habe 2-mal in meinem Leben mit ihm persönlich telefoniert. Das ist jetzt bei der Anzahl der Dinge, die ich gemacht habe, nicht wahnsinnig oft. Ja? Und sonst war immer Sie am Telefon? War sie am Telefon und war sozusagen die Übersetzerin. Also Übersetzerin war sie gar nicht, sondern sie hat dann halt sozusagen immer gesagt, was eigentlich zu tun ist. Nach der Probe bei den Berliner Philharmonikern gehe ich quasi die Treppen wieder hinunter Richtung Bühnenausgang. Hinter mir 3 Musiker von den Berlinern.
wo der eine zum anderen sagt, na, der Hanuka, der ist ja wirklich ein sehr netter. Sagt der andere, ja, das ist er, aber vom Dirigieren hat er keine Ahnung. Und das war natürlich total interessant, also für mich auch. Und ich habe das ja auch einmal sozusagen, wir haben auch mal darüber gesprochen, auch in einem Interview, wie denn das ist, der Unterschied sozusagen. Er hat ja quasi als Autodidakt das Dirigieren gelernt und hat ja keine klassische Dirigentenausbildung. Was da der Unterschied ist, ich habe mit vielen Sängern darüber gesprochen, auch mit Musikern darüber gesprochen. Und mir haben halt immer alle gesagt, es ist ganz egal bei ihm, weil er dirigiert mit den Händen, mit seinen Fingern, mit seinem Gesicht und vor allem mit seinen Augen. Wir haben immer gewusst, was er wollte. Und so sind halt die unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlichen Dinge, die ich auch in diesem Zusammenhang auch mit Orchestern erlebt habe, waren natürlich auch immer sehr, sehr interessant für mich. Was würdest du sagen, unterscheidet ihn noch von anderen Dirigenten? Was macht ihn aus? Also eine wunderbare Geschichte ist, irgendjemand hat einmal Maestro zu ihm gesagt und er hat gesagt, ich bin nicht Ihr Friseur. Ja, also sozusagen sein Verständnis von dem, was er getan hat, war weit ab von einem Stargetümmel. Ja, das hat er sich wirklich, davon war er ganz weit weg. Und das war so wahnsinnig angenehm, weil du das Gefühl gehabt hast, dass du, also erstens, es wurde gegrüßt, ja, also du hast die Hand bekommen oder man hat sich irgendwie das Gefühl gehabt, dass man auf Augenhöhe miteinander sprechen kann und versucht, zu Lösungen zu kommen. Also das hat ihn schon mal wahnsinnig und ein ganz großer Unterschied zu vielen seiner unfassbar arroganten Kollegen. Dann fand ich immer interessant, also ich kenne ja seine Partituren. Das habe ich oft gedreht, auch bei ihm zu Hause. Deswegen kann ich das auch sagen. Da war jede Note, jede Zeile, jedes Wort war unterstrichen mit Rufzeichen, mit Bemerkungen. Dieser Mann hat immer ganz genau gewusst, warum er was macht und warum es so sein soll, wie er glaubt, dass es sein soll. Er war vorbereitet bis in die letzte Faser seines Körpers, würde ich jetzt sagen. Das finde ich auch, dass das ein großer Unterschied zu manchen anderen Kollegen ist, wo man manchmal Partituren sieht, wo gar nichts drinnen steht. Ja? Auch ein ganz großer Unterschied. Und dann immer ein Wille und immer eine Absicht, das Beste herauszuholen, und zwar bei jeder Vorstellung. Da gab es nie die Sekunde, passt schon, machen wir schon, wird schon. Ja, so die wienerische Schlampigkeit, das hat es bei ihm nicht gegeben. Nicht einmal habe ich das erlebt. Du warst ja bei den Proben dabei. Wie hat er es geschafft, sein Ziel zu erreichen? Ich glaube, dass es da verschiedene Komponenten gibt. Einerseits, wenn er den Schönberg-Chor bei den Proben gehabt hat, das war im Laufe der Zeit, glaube ich, haben die miteinander so ein unglaubliches Verständnis gehabt, dass der Schönberg-Chor und der Erwin Ortner, wenn die das irgendwas einstudiert haben, schon sehr genau gewusst haben, in welche Richtung das geht. Außerdem haben sie die eingerichteten Noten bekommen. Was den Concentus betrifft und diese Proben, da war ich wirklich sehr, sehr viele Stunden dabei, auch bei den Philharmonikern, aber beim Concentus sicher mehr. Da war natürlich schon auch, dass die Musiker
den Nikolaus schon auch auswendig gekannt haben. Das war so eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich alle so auf ihn fokussiert haben, dass da schon sehr vieles da war, bevor überhaupt die erste Probe gekommen ist. Bei den Sängern oder also bei den Solisten würde ich mal sagen, denen hat das sehr oft geholfen, unglaublichste Bilder zu geben. Ja, also denken Sie sich ein Frosch kurz vor dem Wegspringen, so muss das klingen. Oder es gibt ja da hunderte Anekdoten dazu, die wir auch alle kennen, auch aus seinen Büchern. Ich glaube, dass er diese besondere Gabe hatte, über Bilder etwas zu vermitteln, was die Sänger dann auch nicht mehr vergessen haben, weil das Bild so stark war. Und das hat, glaube ich, sozusagen dann auch zu diesen meistens wirklich großartigen Erlebnissen geführt, dass es dann am Ende immer so wurde, wie er das wollte. Also ich glaube, das und dann die Hartnäckigkeit seiner Proben. Ja? Und er hat halt schon immer sehr viel probiert. Und wir wissen, dass er war beim Concerto sowieso, aber auch wenn er in den Opernhäusern, im Theater an der Wien oder auch in Zürich, er hat halt immer darauf bestanden, dass dieselben Musiker dort sitzen und dass sich das nicht ununterbrochen abwechselt, sodass die halt auch, dass er alle Dinge immer 30 Mal sagen muss, sondern einer ist da, der weiß das und dann weiß er, wie er das zu spielen hat oder wie er sich halt vorstellt. Und ich glaube, dass das auch natürlich diese Genauigkeit der Proben hat dann, würde ich mal meinen, die Freiheit gegeben bei den Vorstellungen. Aber die Proben habt ihr auch gefilmt? Wir haben Stunden, also ich habe unendliches Material gedreht bei seinen Proben. Für mich war das immer die größte Freude, bei den Proben dabei sein zu können. Also wiederum zurückkommend, das war mein Studium. Und dann habe ich natürlich auch wunderbare Dinge drehen können, wo man sich das halt heute anschauen kann und sich denken kann, wie hat das eigentlich der Harnoncourt gemacht? Bei mir gibt es das. Wie haben denn diese Drehs stattgefunden? Hat er die Kamerateams oder die Kameras überhaupt wahrgenommen? Hat er die ignoriert oder hat er das gelenkt? Es war ihm völlig egal. Also mir hat er manchmal gesagt, Sie können machen, was Sie wollen, aber stören Sie mich nicht. Da habe ich gesagt, Herr Professor, ich störe Sie nie. Daran haben wir uns auch einfach gehalten. Ja? Also es ist eigentlich einfach. Ja? Wir haben immer so einen Kran mitgehabt, der sollte nicht quietschen. Ja, so banal es ist. Ja? Wir haben immer versucht, einen sehr guten Ton zu haben. War auch immer bereitwillig, gibt nicht viele Dirigenten, die das zugelassen haben. Er hat immer so ein Ansteckmikrofon, wie ich das jetzt hier habe ich dem Nikolaus Harnoncourt immer bei den Proben geben können. Und er hat das immer bereitwilligst zugelassen, weil er halt auf seine Art und Weise auch, glaube ich, geschätzt hat, ich musste ihm ja sozusagen mit meinem Tun versuchen, auf seiner Ebene Platz zu nehmen. Ja? Also als sehr professioneller Filmemacher, der international sehr viele Projekte macht oder gemacht hat, dass das irgendwie ein Niveau ist. Ja? Weil es hat ja keinen Sinn, wenn ich irgendwas drehe, womit man nichts anfangen kann. Ja? Und ich glaube, dass er das schon sehr geschätzt hat, dass wenn ich mit meiner Arbeit so professionell war, wie er mit seiner Arbeit.
Und bei den Dokumentarfilmen musste man ihn dazu überreden? Ja. Das hat aber eigentlich immer seine Frau gemacht, die Alice Harnoncourt. Sie hat ihn sicher immer überredet, weil sie gesagt hat, komm, schau, das ist wichtig, das ist gut. Und ich habe auch manchmal wahnsinnig lustige Begegnungen da mit ihm gemacht. Und wenn er einmal Ja gesagt hat, dann war Ja. Ja? Dann er ist mir einmal in Steins, habe ich ihn abgeholt, da haben sie irgendwie in so einem kleinen Häuschen gewohnt. Da ist er mir im Unterleiberl dahergekommen und hat mir 2 karierte Hemden so hingehalten und hat gesagt, welches soll ich anziehen? Und das war ja sein Markenzeichen, seine Korthosen und seine karierten Hemden. Also da war er schon so professionell, dass er gesagt hat, er soll das Rote oder das Gelbe anziehen. Ja? Also irgendwie war das total gut. Und wenn man sie gebeten hat, ich habe eine sehr lustige Szene mit ihm gedreht, da am Brandhof oben, wo er als Kind viel Zeit verbracht hat, in der Obersteiermark, sind wir so über eine Almwiese gegangen, wo viele Kühe waren. Und wir haben so ein bisschen über Musik, also ich kann mich jetzt nicht genau an die Frage erinnern. Und dann ist er stehen geblieben bei einer Kuh. Und dann schaut er die Kuh so an, diesen großen Kopf, der direkt vor ihm war, und sagt, wissen Sie, was der Unterschied ist? Ich kann sagen, über allen Gipfeln ist Ruhe, das kann die Kuh nicht. Die sagt Mu. Mu, genau. Und so, aber solche Dinge dann mit ihm zu drehen, das war überhaupt kein Problem. Wenn einmal die Entscheidung da war, ja, das mache ich, dann hat er das in sehr professionell, bezaubernd und es waren immer besonders angenehme Dreharbeiten, intensiv. Also man musste immer wach sein bei ihm und ihm genau zuhören. Sehr intensive Dreharbeiten, aber ein absoluter Gewinn und förmlich etwas für die Glückshormone. Du warst ja auch viel in St. Georgen mit, natürlich. Kannst du sagen, was für eine Rolle dieser Ort für ihn gespielt hat? Er war, glaube ich, auf St. Georgen sehr, ich glaube, er war sehr stolz auf diesen Ort. Ich glaube, dass er deswegen so stolz war, weil er ein Original hergerichtet hat. Der war ja ziemlich verfallen und er hat sich bemüht, die alten Kastenfenster, dass die wieder ordentlich gemacht werden und diese Dinge, dass er das alles repariert hat. Das, glaube ich, war ihm sehr wichtig. Er hatte eine sehr ansehnliche Kunstsammlung gehabt, die aber im Haus als solche überhaupt nicht präsentiert wurde. Ja, also er war diesbezüglich da sehr zurückhaltend, sehr, sehr nobel, so wie er sowieso ein sehr nobler Mann war. Nicht Mann, er war ein sehr nobler Herr. Etwas, was es heute auch kaum mehr gibt. Und insofern glaube ich schon, dass auch diese sehr spezielle Situation mit den 2 Büros über den Gang, kann ich mich noch gut erinnern, wenn man hinaufgekommen ist, war links der Schreibtisch und das Büro von Alice Harnoncourt und rechts der Schreibtisch von Nikolaus Harnoncourt. Und da waren die Türen offen. Und die 2 sind zwar weg voneinander gesessen, aber sie waren doch irgendwie zusammen. So wie eigentlich immer. Die waren immer zusammen, die 2. Also kein Nikolaus ohne Alice, wie alle sagen. Und die ganze Unternehmung hätte wahrscheinlich gar nicht so stattgefunden, wenn die beiden nicht geheiratet hätten. Also mit Sicherheit. Ja, die Unternehmung hätte nicht zu so einem Ergebnis vor allem geführt. Das ist, glaube ich, ohne Frage.
Und ich habe mit der Alice Hanoncourt auch einmal ein Interview gemacht. Und ich finde, dass, also es ist sie als Geigerin, also Jahreszeiten, Vivaldi, finde ich immer noch eins der besten Dinge, die ich in meinem Leben gehört habe. Und ich fand immer, dass sie eine Weltgeigerin ist. Und ich habe sie damals gefragt, ja, sie hätten ja auch eine Weltkarriere machen können, meiner Meinung nach, warum sie diesen Weg nicht gegangen ist. Und sie hat gesagt, ja, wissen Sie, ich fand so wahnsinnig interessant, was mein Mann gedacht hat und gesagt hat, dass ich lieber bei ihm bleiben wollte, als meine eigenen Sachen zu machen. Und das fand ich eine wirklich äußerst bemerkenswerte Haltung von ihr. Was war ein magischer Moment für dich, wo du Gänsehaut hattest an der Stelle? Magisch war der Moment, als ich gefragt wurde, ob ich die konzertante Aufführung des Da Ponte-Zyklus im Theater an der Wien machen will. Also sowohl auf der Bühne als auch fürs Fernsehen. Das war eigentlich mein größtes und wahrscheinlich interessantestes Projekt, das ich jemals machen durfte. Es war insofern unglaublich, weil mich Nikolaus Hanoncourt gefragt hat. Und das hätte ich mir ja in meinem Leben nicht träumen lassen. Und ich bin nach Hause und habe gedacht, also die Welt gehört mir. Ja? Also es war, und habe mich hingesetzt und habe geschrieben und bin mit einem unfassbaren Konvolut an Notizen, Ideen und ich weiß nicht was nach St. Georgen. Und dann Nikolaus Hanoncourt bittet mich in die Küche. Und wir haben uns dort seinen Tisch gegeben und bittet mich hin und sagt, ich muss um Verzeihung bitten. Sage ich, ja, um Gottes Willen, warum? Was ist los? Es ist alles toll, was Sie geschrieben haben, aber Sie stören mich. Ich kann das nur machen, diese konzertante Aufführung, wenn Sie mich nicht stören. Aber wenn Sie das alles machen wollen, was Sie hier geschrieben haben, dann stören Sie mich. Bitte, wir werden jetzt besprechen, was wir machen, aber Sie müssen mir versprechen, Sie dürfen mich nicht stören. Und so war es dann auch. Ich habe ihn hoffentlich nicht gestört und habe eine ganz wunderbare Erfahrung machen dürfen, diesen unglaublichen Augenblick, weil es das letzte Mal war, dass er das gemacht hat. Und er wollte es eben noch einmal machen, weil da gab es offensichtlich einige Rechnungen sozusagen, die für ihn persönlich noch offen waren. Und deswegen wollte er das tun. Parallel dazu hat er ja alle Sänger, die damals im Theater an der Wien dabei waren, nach St. Georgen eingeladen. Das waren immer, glaube ich, von Montag bis Freitag oder so. Also quasi je Folge. Und hat mit den Sängern dort die ganze Oper erarbeitet, die ganzen Rezitative, alles gemacht und hat einen Stoß von Büchern und Unterlagen gehabt. Und dann wurde er erarbeitet und manche haben ihn so mit großen Augen angeschaut. Es war ein ganz junges Ensemble, muss man sagen, damals. Also nicht alle, aber einige, sehr junge dabei. Und die haben ihn manchmal so mit großen Augen angeschaut und gesagt, ich zeig's Ihnen. Und dann ist er gegangen, ist mit einer Mozart-Partitur dahergekommen und gesagt, schauen Sie, genau so hat das ausgeschaut. Oder schauen Sie, genau hier ist der Fehler vom Kopisten. Und hat sozusagen historisch nachgewiesen, warum
dass der Kopist da einfach einen Fehler gemacht hat, weil er sozusagen an die Quelle gegangen ist und das dann auch quasi optisch bewiesen hat, nämlich auch den Sängern bewiesen hat. Ich glaube, dass das auch für die Sänger eine ganz eindrucksvolle Zeit war, weil sie diese 3 Opern quasi von vorne erklärt bekommen haben. Und das habe ich gedreht und habe 3 Dokumentarfilme auch draus gemacht. Und das war sicher die eindrucksvollste. Das Stefan Gottfried ist am Cembalo gesessen. Das war total eindrücklich und eine ganz besondere Zeit. Und dann haben wir noch 3 Gesamtaufzeichnungen vom Der Ponte-Zyklus im Theater an der Wien selbst gemacht. Und so ist aus diesem Ganzen eigentlich, glaube ich, das umfassendste Paket an Medium, ja, also an Fernsehen und auch als DVD dann erschienen, entstanden, dass es überhaupt gibt. Ja, also Wie viele Stunden Material ist da zusammengekommen? 100, 150, irgend sowas. Also wir haben ja jeden Tag gedreht, von 10 Uhr am Vormittag bis 6 Uhr am Abend. Ja, auf 5 Tage mal 3. Ja, also man kann sich das ungefähr vorstellen, was nur die Dokumentation hergegeben hat. Das war schon richtig Material. Das Allermeiste davon wurde also nicht veröffentlicht und hat die Welt noch nicht gesehen. Das Allermeiste kenne nur ich. Genau. Und er hat den Sängern erklärt, dass in Mozarts Partitur von Così fan tutte der Guglielmo ja eigentlich Guilelmo heißt, ja, im italienischen Dialekt. Und vor allem, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, war er an dem Punkt, dass er es auch nochmal machen wollte, um die Rezis gesprochen, also sprechen zu lassen und nicht zu singen. Ja, das war auch also die Rezitative, das war ihm wahnsinnig wichtig. Er hat das auch oft gesagt in den Proben, können Sie es mehr sprechen? Und für die Sänger war das natürlich wirklich wahnsinnig ungewohnt. Also die waren teilweise schockt, ja, förmlich. Aber so, und man hat das ganz deutlich gemerkt, ja, weil die Sänger ja teilweise auch in allen 3 Opern drinnen waren, dass die dann irgendwann einmal, also erstens haben sie es verstanden, was er wollte, und zweitens haben sie auch kapiert, dass es so richtig ist. Das war total interessant zu sehen. Aber das ist ganz richtig, was du sagst, ist dieses, können Sie es mehr sprechen? Ja, das ist so ein, ich habe es jetzt noch im Ohr, den Satz von ihm. Das war ihm extrem wichtig. Ja. Auch, dass die Besetzung so überschneidend ist, das war ihm auch sehr wichtig. Ja, das kannst du besser sagen, weil du warst ja damals noch die KBB-Leiterin vom Theater an der Wien zu der Zeit, oder? Das auch alles hautnah klar. mitbekommen. Ja, klar. Ja. Aber das war von der Arbeit her mit Abstand das Interessante. Ich weiß gar nicht, ob es das Interessanteste war. Es gab noch so ein Highlight in meinem Leben mit ihm, das war der Idomeneo in Graz. Es war auch deswegen ganz interessant, weil ich da alles auf eine Karte gesetzt habe und ich mir gedacht habe, ich produziere das jetzt auf jeden Fall. Es mag kommen, was es will. Und es hat mir keiner abgekauft. Dreisat hat es dann genommen. Die haben mich angerufen und gesagt, wir haben gehört, du hast da dein finanzielles Leben riskiert. Wir wollen dir gerne ein bisschen helfen und haben dann den Idomeneo auf Dreisat gesendet. Und der Idomeneo war deswegen so interessant, weil der Harnoncourt gesagt hat, er findet, dass das eigentlich das kompletteste und komplexeste Werk von Mozart ist, weil er einfach in jungen Jahren der Mozart das quasi hingerotzt hat, um einmal der Welt zu zeigen, wer da jetzt da ist. Und zwar in allen Facetten, inklusive der Ballettmusik, das hat er ja damals auch gemacht in Graz. Es war eine ausgezeichnete Besetzung, das war die Chapuis in meiner Erinnerung, der Saimir Pirgo war die Gleiter,
so irgendwie, ja. So ungefähr. Aber das war ganz, ganz toll. Und da war ich auch gute 4 Wochen, also quasi von der Begrüßung des Ensembles bis zur Premiere damals in Graz. Und das hat er ja gemeinsam quasi mit dem Philipp gemacht. Und das war eine erstens wunderbare Zeit, weil das irgendwie es hat so eine gewisse Hermetik gehabt. Das waren irgendwie so, Florian Bösch war auch dabei, kann ich mich noch erinnern. Sind alle möglichen Leute auch zu Besuch gekommen. Und das war schon das fand ich wirklich sehr besonders. Idomeneo ist ja eine Vater-Sohn-Geschichte. Ja. Und auch durch diese Kombination Philipp und Nikolaus Harnoncourt war es eine Vater-Sohn-Geschichte. Genau. Es war sicher ein sehr persönliches Ergebnis dabei. Ist das nie auf DVD erschienen? Auch die Styriate? Oh ja. Schon, gell? Styriate hat auf DVD herausgebracht. Ja. Styriate hat ja dann auch mitfinanziert, der Matthias Huber, dankenswerterweise, sonst wäre es bei mir ganz schlecht ausgegangen. Aber das war schon, das fand ich schon auch eine sehr wichtige Arbeit, und sie war vor allem für den Nikolaus Harnoncourt, glaube ich, auch so wichtig, weil er sich, um das nochmal zu sagen, er wollte sich nicht stören lassen von irgendeinem Regisseur. Und er hat so 1, 2 Lieblingsregisseure gehabt, mit denen er, glaube ich, ganz gern gearbeitet hat. Aber so grundsätzlich ich habe ihn einmal gefragt nach Regietheater und nach so, ja. Und er hat immer gesagt, oder mir gesagt, also aus seiner Sicht gibt es noch gutes und schlechtes Theater. Und egal, ob das Regietheater genannt wird oder wie auch immer, aber er hat diesen Unterschied nicht gebraucht, zumindest bei mir nicht. Er hatte schon eine Großzügigkeit, wenn Regisseure etwas gemacht haben, was ihm jetzt nicht so gepasst hat, habe ich den Eindruck gehabt. Und manchmal ist es ihm, glaube ich, einfach wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Und da hatte ich manchmal den Eindruck auch, dass er sich dann auch ein bisschen zurückgezogen hat und sozusagen seine Musik gemacht hat. Ich kann mich noch erinnern an die, wie ich fand, eher missglückte Zauberflöte in Salzburg, die ich auch fürs Fernsehen gemacht habe. Da hatte ich so den Eindruck, naja, also das hat ihm dann, er hat seine Musik gemacht, das fand er, glaube ich, toll. Alles andere hat ihn dann, glaube ich, nicht mehr so interessiert, und da hat er sich dann auch, glaube ich, ein bisschen verabschiedet von gewissen Dingen. Aber er hat sich ja auch immer starke Regiepartner ausgesucht. Also Andrea Breth und Martin Kujai sind starke Regisseurpersönlichkeiten. Ja, aber er hätte sich ja auch mit schwachen aber Menschen der wollte schon auf abgeben können, Augenhöhe sein. Ja, der wollte auf Augenhöhe sein. Ja. Ja. Also der wollte schon die Auseinandersetzung oder Zueinandersetzung haben. Also auch mit dem Jürgen Flimm oder so. Ja. Also der war ja auch kein Lercherl. Ja. Also das sehe ich schon so. Aber dann vielleicht hat er sich gedacht, na, die sind interessant und da wird was Interessantes herauskommen. Es war vielleicht für ihn gar nicht so wichtig, dass es ihm gefallen hat. Ja? Ich glaube, wenn es interessant war, glaube ich, fand er das für sich schon ziemlich gut. Ja? Also ich glaube schon, dass er da unterschieden hat. Aber ich kann mich erinnern an gewisse Inszenierungen, wo er sich gedacht hat, naja. Hat er das dir gegenüber ausgesprochen oder hat man ihm das nur angesehen? Auch ausgesprochen. Aber ich würde das heute bei mir lassen, weil er hat es mir auch... Denn auch da war er ein nobler Herr, nicht? Er war immer nobel, ja. Und wenn, dann hat er es mir dann in der Garderobe gesagt und da waren wir alleine. Ja, jetzt ist sein 8. Todestag vorbeigegangen. Was würdest du sagen, brauchen wir Nikolaus Harnoncourt heute noch?
Und was hat er uns heute noch zu sagen? Also ich brauche den auf jeden Fall, ja. Also ich brauche seine Musik und ich höre mir das oft an und schaue mir das auch oft an. Ich bin auch sozusagen immer noch traurig, dass ich nicht mehr in seine Vorstellungen gehen kann. Was hat er uns gelernt oder gelehrt? Hat er uns, dass wir genau bleiben müssen, sorgfältig bleiben müssen. Er hat auch gelehrt, immer wieder neue Türen aufzumachen und alte zu schließen. Das finde ich einen ganz wesentlichen Teil seines Lebens und auch dessen, was er weitergegeben hat, ist den Mut zu haben, ums Eck zu schauen. Den Mut zu haben, auch einen anderen Weg zu gehen, auch wenn man dann manchmal vielleicht sagen könnte, naja, war jetzt vielleicht doch nicht so ideal. Ja, das hat es ja bei ihm auch, finde ich, das eine oder andere Mal auch gegeben. Ja, also es ist jetzt, die Verehrung hat schon auch seine Grenzen. Also muss es ja auch haben. Ja, sonst hört sich ja das Leben auf irgendwie. Ja. Aber er ist halt immer den Weg gegangen. Und dann, wenn er nicht zufrieden war, dann hat er es woanders halt noch einmal gemacht. Und dann hat man plötzlich gesagt, ach so. Und der Umweg war halt einfach notwendig, dass man zu dem ach so hinkommt. Ja? Und ich finde, dass das schon das ist auch sozusagen als Vorbild zu sehen, dass nie zufrieden zu sein. Ja? Das heißt ja auch, zufrieden ist, ich komme zu Frieden. Ja? Also man muss es ja nur wissen, was man ausspricht. Und wenn wir zu Frieden kommen, das kann man auf einen Grabstein schreiben. Ja? Aber fürs tägliche Leben und für die tägliche Arbeit sozusagen hat es keinen Platz. Und das hat bei ihm auch überhaupt keinen Platz gehabt. Ja, der war nie zufrieden. Nie. Zufrieden bin ich erst im Grab, hat er Ja, gesagt. ja, genau, weil er halt auch genau das so empfunden hat, wie ich es jetzt sage. Und das finde ich, das gibt es ja nicht mehr. Mhm. Ja, also die Mittelmäßigkeit ist ja an der Spitze angekommen. Das ist ein altes Phänomen, sieht man in allen möglichen Gesellschaften. Also in der Politik, überall sieht man das. Und das ist natürlich das Problem auch einer Gesellschaft geworden. Und dagegen war er natürlich immer. Ja, da wollte er nie hin, ja, in diese Mittelmäßigkeit. Er wollte nicht jetzt der Beste sein. Das hat ihn auch, glaube ich, überhaupt nicht interessiert. Ja? Der wollte möglicherweise der Interessanteste sein, ja? Oder der sein, der Überzeugendste sein. Genau das ist es. Ja? Der Beste, das war dem wurscht. Ja. Wobei er ja auch keine Schwierigkeit hatte, seine eigenen Überzeugungen über Bord zu werfen und wieder bei Null anzufangen mit der Überlegung. Ja, das ist ja die Qualität, die wir ja vermissen. Ja? Also wenn wir nur solche Leute hätten, die sozusagen auch in der Lage sind zu sagen, ich habe mich geirrt, ja, oder ich möchte es gern, ich springe auf die andere Seite des Flusses, um es mir von dort drüben noch einmal anzuschauen. Weil es ist einfach eine andere Perspektive da. Und das finde ich, das konnte dieser Mann so gut wie kaum jemand anderer. Und deswegen hat man auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, war es beim letzten Mal so und warum ist es jetzt beim letzten Mal so, sondern der hat uns einfach immer wieder neue Welten aufgemacht und uns überrascht. Aber er hat es von sich abverlangt, das war sein Standard. Klar. Und das passiert heute selten. Genau. Die Überraschung, also das war wirklich seins, ja. Und einerseits war er so ein lebensbejahender, menschenfreundlicher Geist, der andere leicht anstecken konnte. Und gleichzeitig bezeichnete er sich immer als Pessimisten durch und als Kulturpessimist und als Bildungspessimist. Und das sind eigentlich zwei sehr gegensätzliche Pole an ihm. Wie hast du das wahrgenommen? Naja, ich glaube schon, dass er sozusagen in einer
das ist eine Generationengeschichte, glaube ich schon auch. Ja. Er ist auch, ob seiner Herkunft natürlich in einer ganz anderen Art und Weise erzogen worden, in einer ganz anderen Art und Weise gebildet worden. Das sind Dinge, die heute verloren sind. Wir kennen das nicht mehr oder kaum mehr. Das war schon etwas, was vielleicht auch ein bisschen sentimental klingt, im Sinne von, damals war es besser als heute in gewisser Weise. Also ich bin da nicht hundertprozentig, war ich da nicht bei ihm, weil also ich konnte ihn in dieser Rolle immer verstehen und hätte mir auch, glaube ich, nie etwas anderes erwartet. Aber dass es eine gewisse Kluft gibt, ja, oder gab, jetzt nicht nur auf ihn bezogen, sondern im Allgemeinen, dass das unterschiedliche teilweise vergangene Gesellschaften und teilweise vergangene Ansichten sind, das muss man schon, glaube ich, auch so sehen. Weil wir über Proben beim Concentus gesprochen haben, das eindrücklichste Beispiel, das er einem Sänger gegeben hat, hat gesagt, können Sie das bitte wie Sinatra singen? Er war irgendein Oratorium oder was in Steins in der Kirche. Und der Sänger, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, hat ihn völlig ratlos angeschaut. Ja. Und dann passierte etwas Lustiges, weil dann hat der Harnoncourt wie Sinatra gesungen und dann hat er verstanden, wie er das singen soll. Also wir haben über diese Bilder, über diese starken Bilder von ihm gesprochen. Nicht? Und ich glaube, wenn du einem Sänger sagst, singen Sie das so wie Sinatra, der vergisst das den Rest seines Lebens nicht. Ja, weil das bei der musikalischen Stelle kommt das wie ein Pfeil ins Gehirn, wie Sinatra singen. Ja. Und das war schon, und letztendlich hat er ja mit dem Concentus auch nicht anders gesprochen. Es war der Versuch, das Rubato zu erklären. Ja, genau. So wie gewisse Dinge und Begriffe ja verböhnt waren, dass man sie überhaupt in den Mund nimmt. Aber das war schon wichtig. Ja. Ich meine, es gibt und er war nach einer Probe so erschöpft, wie er nach dem Konzert erschöpft war. Ja, also ich kann mich noch gut erinnern, es wurden ja immer die Hemden getauscht, ja, also vom grünkarierten zum gelbkarierten oder zum grünkarierten zum weißen Leinenhemd. Das war natürlich auch manchmal, weil er so intensiv geprobt hat, dass er so durchgeschwitzt war, dass die Alice ihm immer gesagt hat, bitte geh dich jetzt umziehen oder was auch immer. Ja. Also das war diese Intensität und diese Kraft, die er hinter seine Proben gelegt hat, das war schon immer erstaunlich. Und ich habe wirklich viele Proben mit ihm gedreht. Ich habe den nie gesehen, auch wie er schon ziemlich krank war. Also im Theater an der Wien ist es ihm auch schon nicht mehr so gut gegangen. Und da ist er ganz langsam gegangen und die Garderobe musste ganz nah sein und. Ja, wir wissen das alles. Aber in der Sekunde, wo der am Pult war, hast du gedacht, ein 20-Jähriger steht vor dir. Mit welcher Kraft er das durchgestanden hat. Und am Ende der Probe war wieder dasselbe. Alle so und wieder ganz langsam. So ein bisschen wie die Rosa von Jericho. Ja, genau. Ja. Das war schon toll zu sehen.